Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein L480 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer findet, aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier, und zum anderen findet man die Bezeichnung L480 auch vorne auf dem Frontrahmen. Und mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich hier noch sagen, dass ein Displaytausch relativ unkompliziert ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Und auch die Tastatur ist sehr einfach zu tauschen. Dafür muss man nur die zwei Schrauben, die unter den Klickpads sind, lösen. Hier und hier. Und dann kann man das am Rahmen nach oben schieben und nach hinten hin rausnehmen. Da nur darauf achten, da sind eben noch zwei Kabel drin. Man kann das dann einfach umklappen, die beiden Kabel trennen und kann so die Tastatur ziemlich einfach hier tauschen. Das Touchpad kann man bei dem Gerät auch einzeln tauschen. Das zeige ich euch dann gleich. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man erstmal alle Schrauben lösen. Und die blende ich euch auch im Bild ein. Und die Besonderheit hier ist, dass die Schrauben nur gelockert werden. Die bleiben also im Gehäuse und müssen nicht ganz rausgenommen werden. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset genommen. Das ist super praktisch. Da sind alle gängigen Aufsätze und auch Schrauben mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr daran Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar einen PH0. So, eine ganz wichtige Sache möchte ich hier noch hinweisen. Und das ist, dass man bei diesem Gerät den SIM-Kartenhalter auf jeden Fall vorher ausbauen muss, bevor man die Unterseite entfernt. Ich nehme mir da jetzt einfach eine kleine Büroklammer zu. Das kennt man ja. Also den auf jeden Fall vorher ausbauen, bevor man anfängt, das Gerät zu öffnen. Dann wollen wir mal schauen, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Denn da müssen wir dann auch rein und eine Öffnung finden. Und die läuft genau hier vorne lang und geht so einmal um das Gerät und auch auf der Rückseite. Und zum Öffnen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich hier am besten anfange. Und ich denke, ich fange jetzt hier auf der Rückseite an. Und da versuche ich eine Öffnung zu schaffen. Gehe ich vorsichtig rein. Hin und her rutschen und wippen. Kann man das dann nach oben hebeln. Ja, und das laute Knacken, was man hier hört, das ist halt völlig normal. Das ist, wenn die Einraststellen sich lösen. Da knackt und knirscht das mal ein bisschen, da macht man nichts kaputt. Und so arbeitet man sich einmal um das Gerät herum. Sollte es mal an irgendeiner Stelle besonders schwer gehen, dann nicht mit Gewalt, einfach noch mal schauen, hat man die wirklich genug gelockert. Und dann kann man auch meistens, wie hier jetzt schon, mit den Fingern drunter fassen und das versuchen abzuziehen. Sollte das noch nicht gehen, dann macht man einfach genau
in der Technik hier weiter. Und dann kann man die Unterseite irgendwann mit ein bisschen Rütteln und Wackeln einfach abziehen. Ich zeige euch die jetzt auch mal von der Seite. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und der Stecker ist hier drüben. Und den kann man einfach zur Seite hin rausziehen. Der hat ja auch so eine kleine Schlaufe dran. Und dann zieht man da ein bisschen. Und schon ist mal sichergestellt, dass hier kein Strom mehr drauf ist. Gut. Was können wir hier noch sehen? Wir sehen über dem Akku die beiden RAM-Slots. Ist jetzt einer nicht besetzt. Dann haben wir hier oben das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Bei dem Gerät hier ist jetzt auch noch ein LTE-Modul verbaut. Und hier sehen wir die SSD. Das heißt, bei diesem Gerät kann man entweder eine 2,5 Zoll einbauen oder eine flache SSD. Und da ist der Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt. Um den Akku auszubauen, muss man diese Schrauben hier lösen. Auch hier ist noch eine. Und dann kann man den Akku einfach nach oben aus dem Gerät nehmen. Ja, und eben gegebenenfalls auch tauschen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich, wie eingangs erwähnt, auch einzeln tauschen. Und dafür muss man nur diese 4 Schrauben rausnehmen. Und das Kabel, was das Touchpad mit dem Mainboard verbindet, das muss man auch trennen. Und das ist hier jetzt noch so ein bisschen überklebt. Genau. Und da sieht man hier unten drunter, das ist mit einem Kippstecker verbunden. Also da nicht einfach am Kabel ziehen. Da muss man erst den Stecker, der hier unten drunter ist, nach oben klappen. Und dann kann man das Kabel rausnehmen. Und wie gesagt, das hat ja noch so Abdeckungen. Und dann steckt man das bis zu dieser Linie hier wieder rein. Das kann da ein bisschen friemelig sein. So. Dann klappt man den wieder zu. Genau, und dann kann man das Touchpad einfach von unten herausnehmen und so eben auch sehr einfach tauschen. Den RAM kann man bei diesem Gerät super einfach tauschen. Der wird nämlich nur von diesen beiden Klammern an der Seite hier gehalten. Die muss man so ein bisschen nach außen ziehen. Dann kommt der einem so ein bisschen schon entgegen und man kann den einfach aus dem Slot ziehen. Ja, der Einbau ist genauso einfach. Der kommt wieder hier rein, bis ganz nach hinten. Und dann drückt man den nach unten, bis die beiden Klammern hier an der Seite wieder einrasten. Die SSD oder 2,5 Zoll HDD SSD ist in dem Fall immer in diesem Gehäuse. Und das kann man hier quasi einfach rausnehmen. Und da sieht man die Verbindung zum Mainboard. Und wenn man hier eine 2,5 Zoll einbauen will, braucht man auf jeden Fall eine andere Platine. Und sollte man die SSD tauschen wollen, muss man die Abdeckung hier abschrauben. Da ist so ein kleiner Kühlstreifen noch drauf. Und hier ist dann die eigentliche SSD. Und auch die wird nur von dieser einen Schraube hier gehalten. Die kann man einfach rauslösen und dann kann man die SSD rausziehen und eben genauso wieder einbauen. Und dann legt man das Gehäuse wieder. Mal schauen, dass man das genau,
dass sich das nicht so oft dreht und verbiegt. So, und dann hängt man das hier vorne so ein bisschen ein und drückt das nach hinten. Beim Lüfter ist es hier so, dass sich der nur zusammen mit dem Heatsink tauschen lässt. Den Lüfter selber gibt es jetzt also nicht separat. Dafür ist der Lüfter auch selber nicht verschraubt. Man muss eigentlich nur die 4 Schrauben vom Heatsink hier hinten lösen und natürlich auch das Kabel vom Lüfter trennen. Und das kann man versuchen hier am Kabelbund zu fassen und dann ein bisschen nach hinten zu ziehen. Genau so. Und dann kann man das, hier sieht man das, den gesamten Lüfter samt Heatsink einfach nach oben hin rausnehmen und austauschen. Da muss man eigentlich nur gucken, ob bei dem neuen Kühlpaste mit dabei ist, ob man extra Kühlpaste braucht oder ob die sogar noch geht. Und ja, sollte man bei dem neuen Lüfter mal nicht so genau wissen, wie rum dieses Kabel hier gehört, der Stecker, dann kann man sich merken, dass die Kontakte, die man hier sehen kann, das hat er nur auf einer Seite, die zeigen in dem Fall nach oben, wenn man das wieder verbindet. Und da auf jeden Fall darauf achten, dass der wirklich wieder bis zum Anschlag drin sitzt. Am besten an der Seite greifen und reindrücken, dass der dann auch wieder richtig arbeitet. So, den Akku schiebt man jetzt einfach mit diesen kleinen Ausbuchtungen, die man hier sieht, wieder in die Position zurück. Und ich gucke jetzt hier genau, die beiden Kabel einfach über dem Akku platzieren und dann liegt der passgenau drauf und muss nur noch verschraubt werden. Und ganz am Ende natürlich super wichtig, nicht vergessen auch das Akkukabel wieder zu verbinden, damit das Laptop dann auch wieder anspringt. Auch da wieder einfach schauen, dass er wirklich ganz drin steckt und dann kann man das wieder zumachen. Die Gehäuseunterseite legt man jetzt einfach wieder auf das Gerät drauf und drückt die nach unten hinzu. Und da kann man wirklich fest drücken, auch in der Mitte. Das sind überall Einraststellen. Das hört man auch sehr gut. Und ich schaue dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum, dass da wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Ja, und dann braucht man nur noch alle Schrauben wieder fest anzuziehen und hat das erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.